Hallo, herzlich willkommen. Heute möchte ich über ein wieder mal aktuelles Thema sprechen. Ein gar nicht so neues Thema, also eigentlich etwas, was uns sowieso das ganze Leben lang begleitet, was aber in dieser Phase oder in dieser Zeitqualität, in der wir jetzt sind, besonders drückt, und zwar überbordende Emotionen. Es ist ja so, dass wir als Menschen generell emotionale Wesen sind und es gibt unterschiedliche Strategien, damit umzugehen. Aber jetzt sind wir in einer Zeit, wo das vielen wirklich über den Kopf wächst, weil es irgendwie von allen Seiten zu viel wird. Und nicht alle Strategien, mit Emotionen umzugehen, sind wirklich zielführend, und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Ganz besonders werde ich mich heute Zukunftsängsten widmen, weil das jetzt einfach sehr viele Menschen betrifft. Zukunfts- und Existenzängste sind an sich auch nichts Neues. Da ist aber so, dass es nicht schlecht ist, bestimmte Zusammenhänge zu kennen, damit ihr einfach ein Tool habt, wie ihr da rauskommen könnt. Es ist natürlich so, dass es am feinsten ist, mit einem Therapeuten zu besprechen oder mit einem Therapeuten gleich aufzuarbeiten, aber man muss teilweise einfach auf den Termin warten oder man kann sich die Sitzung vielleicht gerade jetzt aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten nicht leisten. Und am Ende ist es sowieso so, egal wer euch hilft oder egal was ihr so lest, egal welche Unterstützung ihr habt, am Ende müsst ihr sowieso den Weg gehen oder den Schritt raus aus dieser Emotion machen. Also das wird euch so und so nicht abgenommen, aber damit ihr quasi so einen Erste-Hilfe-Koffer habt, deshalb dieses Video. Es gibt unterschiedliche Methoden oder Arten, mit Emotionen umzugehen, vor allem mit ungewollten Emotionen. Wenn wir uns freuen, ist es ja etwas, was wir behalten wollen. Aber wenn wir traurig sind, wenn wir wütend sind, wenn wir Angst haben, wollen wir das ja eigentlich nicht wirklich spüren. Viele Menschen machen Methode Nummer 1, das ist unterdrücken, also einfach eine Emotion unterdrücken, so tun, als gäbe es sie gar nicht, einfach sie schlucken. Das ist eine gute Idee, wenn man ein Symptom entwickeln möchte, weil es ist ja nicht so, dass diese Emotion dann weg ist. Wir schieben sie nur irgendwo ins Unterbewusste oder irgendwo in unseren Körper tiefer hinein, und der muss ja trotzdem damit umgehen, also mit dieser Energiekapsel voller Wut oder mit dieser Energiekapsel voller Angst muss der Körper trotzdem etwas machen. Ihr könnt euch das sehr schön anhand dieser chinesischen Organuhr anschauen, also aus der traditionellen chinesischen Medizin, wo man genau nachschauen kann, welche Emotion schädigt welches Organ. Also die Wut geht zum Beispiel sehr stark auf die Leber, Trauer geht sehr stark auf die Lunge und so weiter und so fort. Es ist auch so, dass natürlich Stress und generell zu viel Emotion auch tatsächlich unseren Histaminlevel steigen lässt, also abgesehen vom Cortisolspiegel und so weiter und so fort. Das heißt, wir wissen das in Wirklichkeit selbst. Sobald wir aufgeregt sind, schlägt unser Herz schneller. Sobald wir Angst haben, müssen wir eher aufs Klo. Also dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen der Emotion und körperlichen Wahrnehmungen oder körperlichen Symptomen, ist uns ja eigentlich allen klar. Nur manchmal vergessen wir das gern, also vor allem, wenn es um so chronische alte Emotionen geht oder um Emotionen, die wir weghaben wollen. Da denken wir, wenn ich es unterdrücke, brauche ich mich nicht drum kümmern, als wäre es dann weg. Also das ist so ein bisschen diese Taktik, die kleine Kinder haben, wenn sie einfach beim Verstecken spielen, die Augen zumachen und glauben, man sieht sie dann nicht. Diese Vogel-Strauß-Technik ist halt nicht besonders effizient, wenn es darum geht, das wirklich loszuwerden. Ist aber etwas, was man natürlich auch tun kann, nur halt nicht besonders gesund. Das heißt, man hat die Emotion noch immer, muss dann aber irgendwelche Medikamente nehmen oder muss irgendeine Salbe auftragen und hält das so in Schach. Irgendwann ist es halt so, dass sich das dann nicht mehr ganz ausgeht. Also, dass entweder das Medikament nicht mehr ganz so wirkt oder die Salbe nicht mehr wirkt, man die Dosis erhöhen muss. Also es ist nicht so, dass einen das nicht einholt, aber wenn einem das besser gefällt, man kann es so auch versuchen. Was ich nur damit sagen möchte, das ist nicht so, dass der Körper das dann wirklich vergisst. Also man hat noch immer ein Problem, nur einfach auf einer anderen Ebene. Und das ist schon etwas, was man oft sieht, dass bestimmte Menschen sich emotional etwas nicht anschauen wollen und deshalb viel lieber zum Arzt rennen oder eben andere Dinge tun. Was ich damit einfach sagen möchte, es ist dann nur eine Verschiebung, aber es ist keine Lösung. Was es natürlich noch auch gibt, ist Ablenkung. Das heißt, wir unterdrücken, also das geht manchmal Hand in Hand
mit der Unterdrückung, aber Ablenkung hat einfach ein aktiveres Element, wo wir spüren, dieses Gefühl ist da. Aber damit wir es eben nicht so stark spüren, gehen wir mit unserer Aufmerksamkeit woanders hin. Das ist auch der Grund, warum es auch so viele Süchte gibt, weil wir suchen in Wirklichkeit nach einem schönen Gefühl, egal ob das jetzt durch das Einkaufen ist, durch Alkohol, durch Drogen, durch was auch immer, was uns einfach irgendwie ein gutes, ein schönes Gefühl, zumindest für die kurze Zeit vermittelt. Damit wollen wir uns ja in Wirklichkeit ablenken. Also wir arbeiten zu viel, wir sind die ganze Zeit auf Netflix, wir tun alles, damit wir uns eigentlich nicht spüren, weil sobald wir uns spüren, spüren wir das Gefühl oder die unangenehmen Emotionen hier wieder. Das Ablenken ist also auch sehr viel Aufwand in Wirklichkeit. Und beim Ablenken geht es auch oft darum, dass das geht oft Hand in Hand auch mit einer Kompensation. Also wir versuchen, diese Gefühle zu kompensieren. Das heißt, auf eine andere Ebene zu heben. Also wir kaufen uns dann ein teures Auto, weil das hebt unseren Selbstwert. Das heißt, wir müssen dann sehr viele Dinge im Außen tun, um uns innerlich ein bisschen besser zu fühlen. Auch recht anstrengend, ist vielleicht ein bisschen besser als unterdrücken, aber man muss trotzdem sehr viel tun und man hat immer eine Unruhe. Denn sobald man aufhört mit den äußeren Tätigkeiten, taucht auch das Gefühl gleich wieder auf. Also das ist auch relativ zeitaufwendig und relativ energieaufwendig, aber man hat das Gefühl, so kann ich die Emotionen in Schach halten. Und dann gibt es natürlich noch die dritte Möglichkeit, dass man über Gefühle spricht. Das ist ein schmaler Grat hier. Also prinzipiell ist es natürlich sehr gut, über das, was uns belastet oder über das, was uns beschäftigt, zu sprechen. Wir sollten nur genau darauf achten, wie konstruktiv dieses Gespräch dann auch wirklich ist. Also suche ich da eine Lösung und mit wem wir das machen. Also wie vertrauenswürdig ist die Person, welche Intentionen hat die denn? Einfach aus dem Grund, dass das Wiederholen von bestimmten Sätzen, vom ständig Beschweren oder von belastenden Dingen nicht unbedingt zur Lösung führt. Im Bestfall ist es so, dass wir über etwas sprechen und uns selber klar werden, worum es eigentlich geht und dadurch schon einen Schritt weiterkommen. Manchmal ist es aber auch so, dass wir über Dinge sprechen, wo sich eigentlich nichts zum Besseren wendet. Es weiß dann nur schon die ganze Nachbarschaft davon. Also das braucht ihr euch ja nur anhören, wie das so ist im Wartezimmer manchmal oder auch bei der Kasse im Supermarkt, was Leute schon über ihre Symptome erzählen, also was sie so alles haben, welche Beschwerden sie haben. Das sind eigentlich total intime Dinge. Und ich finde, wir sollten aufpassen, mit wem wir sie teilen. Also das muss wirklich nicht jeder wissen. Und was ja manchmal in Wirklichkeit dahinter steckt, ist, dass wir uns dadurch erhoffen, dass das weggeht. Also wir erzählen es ganz vielen Leuten, dass wir gerade traurig sind. Und ein bisschen dieser Traurigkeit geht ja dann tatsächlich weg. Das schwappt dann nämlich oft auf den Gesprächspartner über. Das merkt man dann daran, dass vielleicht nach irgendeiner Zeit niemand mehr mit einem reden will, weil sich diese Menschen ja schlechter fühlen danach. Also es findet ein Energieaustausch statt. Sie geben uns Aufmerksamkeit durchs Zuhören. Wir werfen sozusagen unseren Müll gerade auf die und es geht uns die nächsten paar Stunden besser. Und die denken sich, komisch, nach dem Gespräch mit ihr, eigentlich ist mir vorher besser gegangen. Und so komisch ist das gar nicht, wenn man ein bisschen berücksichtigt, was energetisch da abläuft. Und da ist es wichtig, dass wir die Verantwortung für unsere Emotionen wirklich auf uns nehmen. Es ist auch nicht besonders hilfreich in Wirklichkeit, es ganz vielen Personen zu erzählen, weil wir uns immer wieder dieses Gefühl neu programmieren oder durch das Reden in Wirklichkeit in der Energie ein bisschen festhängen. Immer mehr Leute wissen von unserem Problem und das macht es nicht wirklich besser. Eigentlich haben wir es wie ausgeweitet, also als hätten wir es irgendwie in die Runde geschickt. Das heißt, da ist es sehr wichtig, sich den Gesprächspartner und auch die eigene Intention gut auszusuchen. Es müssen nicht alle von euren Problemen wissen, weil es ist dann so, Susi erzählt es dann Max, Max erzählt es dann Peter und irgendwie trefft ihr dann irgendwann Henriette
die euch fragt, wie geht's denn dir eigentlich damit? Der habt ihr das gar nicht erzählt. Also da ist es schon so, dass diese Energie ja auch nicht einfach verschwindet. Und es löst ja nicht wirklich das Problem, weil auch wenn es euch ein paar Stunden nachdem besser geht, wenn die Emotion nicht wirklich gelöst ist, wenn ihr nicht wirklich einen Schritt nach vor gemacht habt, also wenn das Gespräch nicht wirklich konstruktiv war, sondern nur so ein Müllabladen, entsteht diese Emotion sowieso von Neuem. Also wenn der Kern noch da ist oder sozusagen die Pflanze nicht mit der Wurzel ausgerissen ist, wächst das sowieso weiter. Das heißt, man erzählt es dann immer und immer wieder und jahrelang kann man oft über das gleiche Problem oder die gleichen Emotionen erzählen, die man noch hat. Und in Wirklichkeit bewegt sich nichts nach vorne. Wie ihr euch denken könnt, finde ich die Methoden 1 bis 3 nur bedingt hilfreich. Es gibt sehr wohl etwas, was man machen kann, nur ist das eben etwas, was nicht besonders sexy ist und im ersten Moment nicht besonders angenehm. Und das ist wirklich mal nichts zu tun. Vielleicht nicht ganz nichts, aber einfach mal diese Emotion sein lassen. Das heißt, dass ihr euch Zeit nehmt, wenn ihr merkt, okay, ich bin irgendwie unrund, irgendein Gefühl ist da, was mir überhaupt nicht passt, dass wir uns eben statt davor wegzulaufen, extra hinwenden. Also, dass wir uns auch liebevoll dem zuwenden, als wäre das einfach ein ungeheilter Teil von uns, dass es ein Teil von uns, der Hilfe braucht. Nicht etwas Besorgniserregendes, von dem wir weglaufen müssen, sondern einfach ein verletzter Teil von uns. Das macht es uns ein bisschen einfacher, uns hinzusetzen und uns wirklich umzudrehen innerlich und zu sagen, okay, was bist du eigentlich? Warum bist du noch da? Welcher Teil ist das? Und dazu müssen wir in die Ruhe kommen. Das heißt, man kann das auch im Liegen machen oder im Sitzen, aber dass ihr euch einfach die Zeit nehmt, die Augen schließt und euch ganz mit diesem Gefühl verbindet, auch wenn es unangenehm ist. Also ein Teil eures Körpers beobachtet, was passiert, da seid ihr im Bewusstsein, okay, ich schaue mir dieses Gefühl gerade an. Was ist das? Wie ein Forscher, wie ein Wissenschaftler, also halt so ein vertrauenswürdiger Experte. Und der andere Teil fühlt das. Also wo ihr einfach, auch wenn es unangenehm ist, in dieses Gefühl einsteigt und es einfach da sein lässt. Noch nicht mal mit dem Gedanken, ich löse dich jetzt auf oder ich transformiere dich ins Licht oder was auch immer. Ihr lässt es einfach mal da sein. Und allein durchs Dasein lassen transformiert sich in Wirklichkeit sehr viel. Also dazu gibt es auch ein Buch, das ihr gerne nachlesen oder nachschauen könnt, von David Hawkins, Letting Go, oder auf Deutsch wird es wahrscheinlich irgendwas mit Loslassen heißen, der ein bisschen diesen theoretischen Überbau dazu bringt, was da eigentlich passiert. Es ist nämlich so, dass sich die Energie dieser Gefühle oder dieser Emotionen dann wirklich wie aufbraucht, sobald wir es wirklich ganz da sein lassen. Und währenddessen kann es sehr wohl sein, dass euch Bilder kommen. Woher kenne ich dieses Gefühl eigentlich? Wie alt war ich da? Oder dass ihr sogar ein Bild seht, also eine Erinnerung einer Szene, wo das passiert ist. Da hilft es dann natürlich auch, mit dem inneren Kind Kontakt aufzunehmen, wenn ihr dann schon wisst, worum es geht. Ich habe auch eine Meditation zum inneren Kind aufgenommen, die verlinke ich euch weiter unten. Aber im ersten Moment hilft es oft schon, einfach mal da zu sein und dieses Gefühl da sein zu lassen. Und ein bisschen auch schauen, was für ein Gefühl ist das wirklich? Derzeit haben ja viele Menschen Zukunftsängste zum Beispiel oder Existenzängste. Und das ist ein recht spannendes Thema, weil es oft gar nicht so stark um die Zukunft geht. Wie soll ich sagen? Es ist schon so, dass wir natürlich, so wie wir die Welt sehen, das hat ja damit zu tun, wie wir die Vergangenheit erlebt haben. Also welche Glaubenssätze, welche Weltanschauungen wir dadurch haben, weil das unser Prisma ist, wie wir die Welt anschauen. Durch diese Brille nehmen wir Dinge wahr. Wenn also in der Vergangenheit Dinge passiert sind, die unangenehm waren, die uns wehgetan haben, dann ist es sehr wohl so, dass wir daraus auch auf die Zukunft schließen. Wenn also jetzt alles so durcheinander ist, wenn alles teurer wird, werden einfach in unserem Innern bestimmte Punkte gedrückt, die uns an unangenehme, an stressige Situationen von früher erinnern. Das heißt,
Es sind nicht wirklich Zukunftsängste, es sind eher Ängste vor den Vorstellungen, die wir über die Zukunft haben. Denn in Wirklichkeit weiß ja keiner, was in der Zukunft passieren wird. Eigentlich ist es also unlogisch, davor Angst zu haben, weil wir wissen es ja nicht. Wir haben also Angst vor bestimmten imaginären Ereignissen, vor bestimmten Dingen, von denen wir glauben, dass sie eintreffen werden. Und natürlich auch vor dem Unbekannten. Das Unbekannte macht unserem Gehirn sehr oft Angst. Und natürlich vor dem, schaffe ich das überhaupt? In Wirklichkeit geht es bei Existenzängsten nicht um unsere Existenz. Sie fühlen sich zwar oft so an, als würde es ums Überleben gehen, auf der Oberfläche, manchmal auch im tiefsten Innern. Aber ganz oft geht es gar nicht um wirklich unsere Existenz, sondern um etwas, was wir nicht möchten. Das heißt, wenn ich meinen Job verliere, verliere ich auch meinen Status. Wenn ich aus der Wohnung ausziehen muss, verliere ich das und das. Also oft sind es Dinge, wo unser Selbstbild anfängt zu wanken, wo wir uns nicht mehr ganz so lieb haben wie vorher. Wenn nämlich unser Selbstbild oder unser Selbstwert von einem bestimmten Gehalt abhängt oder von bestimmten Dingen, die wir uns zum Beispiel kaufen müssen, dann kriegen wir ja hier dann ziemlich sicher ein Problem, wenn das nicht mehr geht. Da ist es also wichtig, wirklich ganz ehrlich zu sein, wovor habe ich Angst? Habe ich Angst, dass ich dann um Hilfe bitten muss? Habe ich Angst, dass mir das alles über den Kopf wächst? Aber es sind nicht wirklich Existenzängste im Sinne von mein Leben ist in Gefahr. Und da ist es auch wichtig, dem Körper das zu sagen. Der Körper, wir sind nun mal in diesem Körper drinnen, wir sind evolutionsbedingt so verkabelt, dass wenn es ums Überleben geht, sind die Ängste besonders hoch. Klar, weil wichtig ist mal, dass wir überleben, evolutionsbiologisch gesehen. Und unser Körper kann das nicht immer auseinanderhalten, wenn wir ihm mental falsche Infos liefern. Da ist es schon gut, sich immer wieder daran zu erinnern, okay, ich habe jetzt gerade Sorge, dass ich die Stromrechnung nicht bezahlen kann oder ich habe gerade Sorge, dass ich meinen Job verliere, aber mein Leben ist nicht in Gefahr. Ich bin eigentlich in Sicherheit. Ich mache mir nur Sorgen, was dann mit dieser Situation ist. Einfach, dass man dem Körper das mal sagt, dann beruhigt sich in Wirklichkeit schon sehr, sehr viel. Weil wir dann wissen, okay, auch wenn ich diese Probleme habe, eigentlich ist mein Leben nicht in Gefahr. In Gefahr ist es, wenn jetzt bei der Tür ein Braunbär reingeht und mich attackieren will, dann habe ich wirklich ein unmittelbares Problem. In vielen Fällen sind es, wie gesagt, ein bisschen vorgestellte oder ein bisschen in unserer Vorstellung gebaute Probleme, von denen wir glauben, dass wir sie haben werden. Da ist es also gut, sich in den Moment zurückzubringen und auch zu schauen, okay, wovor habe ich gerade wirklich Angst? Und oft kommen wir dann drauf, so wenn wir das so Schicht um Schicht entfernen oder in diese Schichten hineingehen eher, dass es sehr oft, wie so oft, um einen Mangel an Selbstliebe geht. Wenn ich keinen Job habe, werde ich mich einfach nicht mehr so gern haben. Und da ist es gut, sich selber auch zu sagen, okay, auch wenn ich diese Ängste habe, auch wenn das und das passieren wird, ich habe mich trotzdem lieb. Ich habe mich lieb, so wie ich bin. Auch das beruhigt dann schon sehr, sehr viel, weil wir einfach wissen, okay, ich und mein inneres Kind oder mein Ego und mein Körper, wie auch immer ihr das aufteilen wollt, Körper, Geist und Seele, wir halten zusammen, egal was so passieren mag. Und das gibt uns natürlich auch schon ein viel kräftigeres, viel stärkeres Gefühl, als einfach dem Ganzen ausgeliefert zu sein. Und es ist besonders wichtig bei Ängsten, dass wir uns da sozusagen auch selbst ein bisschen rausholen aus der Negativität und die nicht auch noch verstärken, also nicht dieses Loch auch noch tiefer graben. Was ja oft passiert ist, dass, wenn man schon nicht schlafen kann, dass man sich dann alle möglichen Szenarien ausmalt, die passieren könnten. Das heißt, in einer unglaublichen Detailschärfe malt man sich dann aus, was alles Schlimmes passieren kann, was wir dann sagen würden, was wir dann tun würden. Wir glauben ein bisschen, dadurch können wir uns vorbereiten, also als hätten wir es dann unter Kontrolle oder als würde uns dann das ein bisschen Sicherheit geben. Ich weiß ja dann, was zu tun ist, wenn ich mir alle schlimmen Optionen durchgedacht habe. In Wirklichkeit verbringen wir dann aber die Zeit damit,
ständig im Negativen zu sein, also in diesem schlimmen Outcome, den wir nicht wollen, den schicken wir ständig ins Feld. Da ist es viel besser, sich zurückzupfeifen und sich vielleicht mal vorzustellen, wie wünsche ich es mir eigentlich? Was hätte ich denn gern, dass passiert? Und auch dieses Gefühl sich herzuholen. Sozusagen, es ist jetzt noch offen, was passiert. Ich würde mir eigentlich das und das wünschen. Egal, was später passiert, zumindest haben wir dann diese Stunden in einer viel besseren Energie verbracht. Wichtig ist also auch, dass man dann nicht in dieser negativen Energie stecken bleibt, sondern dass man sich da rausholt. Nicht im Sinne von unterdrücken oder ablenken. Also wir haben uns die Gefühle angeschaut, wir haben dahinter geschaut, wir haben sie mal ausgehalten. Aber dann beschließen wir, dass wir uns jetzt besser fühlen wollen. Und da kann, ob ihr dann laufen geht oder ob ihr bestimmte Akupunkturpunkte abklopft. Da gibt es ja unterschiedliche Protokolle, auch im Internet zu finden, in welcher Abfolge man welche Punkte klopfen kann. Das sind wie diese EFT-Techniken oder EDXTM-Techniken. Man sagt dann auch zum Beispiel bestimmte Sätze dazu. Das hebt rein technisch sozusagen schon das Energielevel. Was ich natürlich gerne mache, ist meditieren, weil berufsbedingt mache ich das ja sowieso jeden Tag. Und das ist auch etwas, was ich euch sehr ans Herz legen kann. Manchmal machen wir es uns mit Meditationen ein bisschen kompliziert, weil auch da gibt es unterschiedliche Regeln. Also man muss ganz gerade sitzen, man darf sich nicht anlehnen und so weiter. Also um ehrlich zu sein, ich sitze am Sessel und lehne mich an. Ich sitze zwar gern im Schneidersitz, aber nicht am Boden, weil dann tun mir die Knöchel weh. Und da gilt es auch zu hinterfragen, woher da bestimmte Tipps so kommen. In dem Sinn, wenn man dann so sitzt, spürt man vielleicht nach ein paar Minuten, jetzt möchte ich mich aufrichten, dann macht man es halt. Das macht ja nicht die Meditation kaputt. Es ist nicht so, dass die geistige Welt sagt, nein, dir schicken wir keine Energie, du bist nicht gerade genug gesessen. Und das wird schon einen Sinn haben, woher das alles kommt, also diese vielen Tipps, wie man sitzen soll. Aber vielleicht sind sie einfach auf unsere Zeit nicht so umlegbar oder vielleicht gab es da in diesem indischen Ashram, wo das entstanden ist, einfach keine Sessel. Also ich würde die nicht so ernst nehmen, man kann es sich einfach auch gemütlich machen. Natürlich, wie bei so vielen Dingen, ist es so, je öfter man das macht, desto leichter geht das auch. Weil man sich daran gewöhnt, weil man viel leichter die hohe Energie erreichen kann. Aber es ist nicht so, dass ihr da irgendwas falsch machen könnt. In dem Sinn, wenn ich jetzt nicht richtig meditiere, dann klappt das gar nicht. Wichtig ist einfach mal anzufangen. Und es ist tatsächlich so, also wenn ich mich dann mit dieser hohen Energie verbinde, dann beruhigt sich so viel oder ich habe dann eine andere Perspektive auf dieselben Probleme, dass sich es tatsächlich nach diesen 20 Minuten anders anfühlt. Obwohl ja im Außen die Situation noch dieselbe ist, habe ich dann ein anderes Gefühl, ich habe eine andere Perspektive, ich weiß sozusagen, was jetzt am schlausten zu tun wäre. Oder dass vielleicht jetzt am schlausten auch wäre, abzuwarten. Aber gerade abwarten ist nicht meine Stärke. Und so hat halt jeder von uns bestimmte Lernaufgaben oder gerade bestimmte Lektionen zu lernen. Aber da ist es eben besonders wichtig, achtsam mit sich selbst zu sein und gut auf sich selbst zu hören. Wichtig ist mir aber, dass ihr wisst, das ist nicht in Stein gemeißelt. Also es muss sich nicht unbedingt alles im Außen gleich ändern, damit es uns im Innen schon gut geht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Auflösen. Alles Liebe und vielen Dank fürs Zuhören.